Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute steht der Porsche Cup der SGN-Saison an, und zwar das dritte Rennen der Saison auf dem Bacardi-Ring. Hier sehen wir ein paar Bilder im Hintergrund von der Strecke. Ja, heute mal ohne Co-Kommentator. Und ja, eine sehr schöne, sehr kleine Strecke. Trotzdem kommen wir hier auf 19,5 Meter. Im Porsche Cup die letzten Sieger Meine Wenigkeit und Mika. Und Mika weiterhin der Rekordsieger auf dieser Bahn. Ja, hier sehen wir einmal den Meisterschaftsstand. Ich führe aktuell die Wertung an, obwohl Stefan bis jetzt beide Hauptrennen gewinnen konnte. Und ja, Carsten ist auch nicht dabei. Und hier haben wir die Startaufstellung zum Sprint. Da haben wir mal die umgekehrte Reihenfolge zum Quali-Ergebnis. Guido startet vor Frank. Dann Mika und Sönke und Andreas und Stefan, die starten von der letzten Startreihe. Allerdings machen wir immer einen fliegenden Start. Dafür haben wir hier 2 Runden Zeit. Und dann darf ab einem bestimmten Zeitpunkt der Führende entscheiden, wann das Rennen losgeht. Einfach um ein bisschen Abwechslung zu den anderen beiden Rennserien zu haben. Wir sind jetzt in der letzten Einführungsrunde. Das heißt, das Rennen wird jeden Moment eröffnet. Genau, Guido gibt jetzt das Tempo vor. Und der erste, der wechselt, ist hier Sönke. Und auch Mika wechselt hier jetzt. Und Mika geht hier jetzt außen herum an beide vorbei. Ist jetzt neuer Führender. Schönes Manöver. Kann sich jetzt davor setzen, das war sehr knapp. Und auch Sönke ist jetzt an beiden vorbeigegangen. Ist jetzt neuer Zweiter. Das heißt, für Guido und Frank ging es da jetzt schon eine Position, sogar 2 nach hinten. Andreas ist jetzt der Nächste, der hier vorbeigehen möchte. Hat das Manöver noch nicht abschließen können, ist jetzt vorbei. Und Stefan ist der Letzte wohl jetzt. Und da kommt es zur ersten Szene in der letzten Kurve. Da ist Guido einfach zu schnell reingefahren, würde ich sagen. Also da war kein Zwischenfall. Allerdings wird hier Frank die Schuld scheinbar gegeben von der Rennleitung. Das heißt, er hat hier eine Strafe bekommen. Und da haben wir gleich die nächste Situation. Sieht sehr komisch aus, wie Sönke da rausgeflogen ist. Und hier wird er dann nochmal wie so ein Pinball von Mika angeschoben. Ja, wenn die Dinger erstmal auf dem Dach liegen, dann fliegen die ganz gut durch die Gegend. Ja, das waren jetzt die ersten 5 Rennrunden, das heißt noch 10 zu fahren. Und kurz mal gucken, Mika jetzt, also neuer Führender. Stefan dahinter, der ist auch an Andreas vorbeigegangen. Das muss in der Situation mit Guido und Frank passiert sein. Wenn wir hier die nächsten Fehler haben, auch wieder von Sönke. Und da sieht man wieder gut, das Auto, wenn es auf dem Dach ist, fliegt das ganz weit. Ja, also Stefan vor Andreas. Guido jetzt auf Platz 4, weil ja Frank und Sönke die Strafe jeweils hatten. Sönke hat da jetzt seine zweite Strafe abgesessen. Und Stefan ist jetzt dran an Mika. Noch 6 Runden zu fahren. Die beiden auf unterschiedlichen Spuren. Aber die Frage ist, kann Stefan da vorbeigehen? Jetzt kommt da eine Überrundung. Also Frank wird da überrundet. Aber davor macht Mika hier schon einen Fehler. Und ich würde sagen, ja, er war schon draußen, würde ich sagen. Und ich glaube, die Rennleitung hat das hier ähnlich entschieden. Mika hat da eine Strafe bekommen. Das heißt, Stefan führt jetzt das Rennen an. Und jetzt beim Überrunden. Ich glaube, da hat er ihn berührt. Stefan überrundet hier Frank und ja, ich würde sagen, er hat ihn leicht berührt. Frank fliegt deswegen raus. Und das bedeutet jetzt Strafe für Stefan. Und Andreas ist nur 0,7 Sekunden dahinter. Das heißt, eigentlich müsste er die Position verlieren. Aber da haben wir den nächsten Fehler, und zwar von Frank in der letzten Kurve. Und das wird Stefan hier jetzt, glaube ich, in die Hände spielen, weil er beim Chaos in der Box war und er kommt jetzt hier ganz knapp vor Andreas raus. Also kann hier tatsächlich die Führung behalten. Da war wirklich ganz viel Glück im Spiel. Eigentlich hätte er die da verlieren müssen. Jetzt noch 2 Runden, jetzt muss er das nur noch nach Hause fahren. Mika ist nach seiner Strafe auf den 3. Platz zurückgefallen. Sind jetzt in der letzten Runde und ja, Stefan gewinnt also vor Andreas das Sprintrennen, Mika auf 3. Guido wird 4. Und ja, Frank und Sönke dann auf den letzten beiden Plätzen. Hier haben wir es nochmal eingeblendet. Schnellste Rennrunde hat Stefan gefahren. Und ja, Frank und Sönke waren hier schon über eine Runde zurück.
durch die Strafen eben. Wobei, ich muss sagen, bei der Guido-Frank-Szene, da hätte ich Frank keine Strafe gegeben. Ja, schauen wir jetzt auf das Hauptrennen, hier die Startaufstellung. Also jetzt starten Stefan und Andreas vorne, Sönke auf 3, Mika auf 4. Und in den letzten beiden Positionen haben wir Frank und Guido. Auch hier wieder 2 Einführungsrunden. Das Rennen geht jetzt 10 Runden länger. Und dieses Hauptrennen hier bringt auch mehr Punkte. Das ist ähnlich wie in der Formel 2. Dort haben wir auch immer einen Sprint und ein Hauptrennen. Und da gibt das Hauptrennen volle Punkte, Sprintrennen etwas weniger. So ist es bei uns auch. Und mal schauen, ja, Stefan öffnet jetzt das Tempo. Der erste Wechsel, der war da etwas zu früh. Eigentlich sagen wir mal, ab Start Ziel darf man erst wechseln. Und da haben wir die erste Situation. Das war Sönke. So wie in Rennen 1, da ist er da auch schon mal so rausgeflogen. Parallel unten, Mika hat da den Doppelwechsel genommen, kam ins Schleudern und fliegt auch in der letzten Kurve von selbst raus. Da würde ich auch beide haben da eine Strafe bekommen. Und das Rennen geht jetzt erstmal weiter. Die beiden sind in die Box gefahren, um die Strafen abzusitzen. Ja, und Stefan konnte sich jetzt hier schon einen Vorsprung von 1 Sekunde rausfahren. Innerhalb der ersten 3 richtigen Rennrunden. Das heißt, scheinbar hat er da auch die beste Pace. Ich meine, er hat sich ja immerhin auch auf Platz 1 qualifiziert. Macht hier ungefähr ein Zehntel gut. Hat da jetzt schon den ersten überrundet. Das war Sönke. Und da haben wir die nächste Situation. Das war Mika. Boah, ja, der ist da sehr schnell reingefahren und das war dann wohl etwas zu schnell. Dafür hat er natürlich jetzt auch eine Strafe bekommen. Tritt die auch direkt an und ist damit jetzt neuer Letzter, weil Sönke dadurch vorbeigehen konnte. Ansonsten alles relativ bezogen aktuell. Stefan konnte seinen Vorsprung vor Andreas jetzt schon auf 2 Sekunden ausbauen. Allerdings ist Stefan hier gerade hinter Guido und hat da jetzt etwas Zeit verloren. Ja, 2 Zehntel. Und Frank und Mika sind da auch in einem Zweikampf. Und ich glaube, da gab es eine Berührung. Sah zumindest eben so aus. Schauen wir mal, was die Wiederholung sagt. Und ja. 1000%ig sicher sagen könnte ich es jetzt nicht, aber ich würde schon sagen, da gab es eine Berührung. Und Frank wird da auch neben Mika wieder reingestellt. Oder andersrum, Mika neben Frank. Und Frank hat hier auch die Strafe bekommen. Hat die jetzt abgesessen. Aber kann auf Platz 3 bleiben. Und da bei der Überrundung gibt es ein kleines Missverständnis. Und Sönke ist jetzt auch direkt hinter Frank. Da geht es um Platz 3. Aber hier hatten wir jetzt erstmal noch eine Situation in Kurve 1. Und da ist Mika rausgeflogen. Und Stefan, ja, der ist relativ safe. Aber Frank und Sönke, die beiden sind auch auf der Strecke jetzt direkt hintereinander. Das heißt, da geht es um Position 3, um den letzten Podiumsplatz. Und ja, da fährt Frank zu schnell in die letzte Kurve rein. Und dadurch verliert er den jetzt hier erstmal, den Podiumplatz. Sönke ist jetzt also vorbeigegangen. Vielleicht auch noch wichtig zu erzählen, in unserem Porsche-Rennen fahren wir immer ohne Tankverbrauch. Wir wollen einfach mit diesem Rennen einen Kontrast quasi zu den anderen beiden Rennserien haben. Und also hier geht es wirklich nur um die pure Pace. Man kann hier nicht mit den Tanken irgendwie taktieren. Ja, Sönke ist also jetzt neuer Dritter. Frank ist durch die Strafe auch hinter Guido zurückgefallen. Also aktuell nur Platz 5. Und jetzt sind noch 5 Runden zu fahren. Sieht gerade alles sehr sauber aus. Da haben wir gerade eine Überrundung gesehen von Stefan. Hat da Guido überrundet. Und Mika, der fährt jetzt wieder auf Frank auf. Die beiden waren ja eben schon mal im Duell. Und da geht es jetzt um den 5. Platz und um die rote Laterne. Und da kommt es zu der identischen Szene. Nein, wir haben hier nicht die Szene von vorhin eingeblendet. Nein, es ist eine andere Szene. Aber wirklich genauso wie vorher. Ja, Frank kriegt hier wieder eine Strafe. Und dadurch, jetzt auf den letzten Platz zurückgefallen, 2 Runden vor Schluss. Mika ist jetzt der neue 5.
Ich glaube, beim Rest wird sich jetzt nichts ändern. Ja, Stefan gewinnt hier das Hauptrennen. Hat damit 3 von 3 Rennen gewonnen. Also 3 von 3 Hauptrennen gewonnen. Andreas wird Zweiter auf seiner Heimstrecke. Sönke mit einem guten 3. Platz. Guido auf 4. Mika auf 5. Ja, und Frank eben auf dem letzten Platz. Stefan hat hier auch die schnellste Rennrunde gefahren. Die war allerdings etwas langsamer als im Sprintrennen. Der Reifenverschleiß ist ja auch irgendwo da. Zwischen den Sprint und den Hauptrennen, da geht es ja mal direkt weiter. So, Gruppe 2. Wie eben auch, fangen wir mit dem Sprintrennen an. Umgekehrte Reihenfolge. Rainer startet von 1 vor Felix. Marc und Nick auf 9 und 10. Und Sven und Tobi sind dann ganz hinten zu sehen. Ja, gewohntes Bild. Hatten wir jetzt ja schon zweimal wieder die 2 Einführungsrunden. Der Vordere darf da eben immer das Tempo jetzt hier auch bestimmen. Sollte natürlich nicht zu schnell fahren. Rainer fährt hier schon etwas sehr schnell, würde ich fast sagen. Da kommt die ganze Zeit schon fast nicht mehr mit. Und jetzt geht das Rennen los. Und dahinter haben wir schon einen kleinen Stau unter Felix. Marc ist jetzt hier im Haribo Porsche. Und da, boah, das müssen wir uns nochmal angucken, was da passiert. Ah, Felix und Nick sind beide rüber gewechselt, obwohl Marc da war. Dann bleibt da Nick stehen. Marc bleibt dann auf der Spur, aber ja, hat hier dann zu viel Speed drauf und räumt dann Sven ab. Also ja, da war fast jeder beteiligt. Felix hat eine Strafe bekommen fürs Wechseln. Der Rest ist da jetzt ungeschoren davon gekommen. Und da war ich gerade kurz ein bisschen irritiert. Aber hier haben wir jetzt den nächsten in der letzten Kurve. Das war Marc. Da ging es um Platz 2. Aktuell Rainer führt immer noch, hat jetzt einen kleinen Vorsprung schon. Dadurch, dass die hinter ihm sich da so ein bisschen uneinig waren. Und da haben wir die nächste Situation. Nick und Tobi sind beide von selbst rausgeflogen. Nick bekommt auch eine Strafe, Tobi nicht. Also eben nochmal zu der Situation, mit den, wo alle beteiligt waren. Also ich glaube, Nick war auch nicht ganz unschuldig. Ich meine, der hat auch darüber gewechselt. Ich meine, jetzt da nur Felix zu bestrafen. Also er hat auf jeden Fall auch den Fehler gemacht. Aber ich würde sagen, der hatte Nick Glück. Und hier eben, zwischen Nick und Tobi, ich glaube, da hätte man Tobi auch eine Strafe geben können. Ich meine, er ist auch von selbst rausgeflogen. Ist ja die Frage, vielleicht war da schon Chaos und er konnte dann das Auto nicht mehr kontrollieren, in Anführungsstrichen. Haben jetzt hier die nächste Situation. Da ist, ja, Felix ist von selbst rausgeflogen. Da hat Nick nichts mit zu tun. Ja, es sind noch 8 Runden zu fahren. Rainer, der führt immer noch, aber Sven ist ein bisschen dichter rangekommen. Rainer fährt jetzt gerade über Startziel. Sven um 7 Zehntel dahinter. Und Rainer hat da jetzt Felix vor sich. Geht aber vorbei ohne Probleme. Und ja, letzte Kurve hatten wir wieder einen Zwischenfall. Das war Marc. Auch von selbst da rausgeflogen. Der Kurvenausgang auch sehr ungewöhnlich, dass man da dann noch so rausfliegt. Noch 6 Runden, ja, und wenn Rainer muss jetzt hier den Druck von Sven standhalten, wobei Sven jetzt wieder etwas verloren hat. Und da war vielleicht Kontakt, zumindest hat man was gehört. Ne, das war Tobi von selbst auf der Innenspur zu schnell gewesen. Hat hier jetzt aber auch keine Strafe gekriegt. Also da, weiß ich nicht, da hätte ich jetzt auch eine verteilt. Da war Tobi meiner Meinung nach auch schon raus. Ist halt immer ein bisschen schwer zu sehen. So schnell vor Ort. Aber Tobi, ja, hier war Tobi jetzt noch nicht draußen. Also da dürfte er jetzt keine bekommen. Ja, da hat er jetzt aber eine bekommen. Okay, also, na gut, da hat er jetzt letztendlich also eine Strafe gekriegt. Das heißt, es ist dann doch irgendwo fair, noch 3 Runden zu fahren. Sven, der kommt einfach nicht an Felix vorbei, die beiden da jetzt nebeneinander. Also das ist ja nur eine Überrundung und das hilft jetzt Rainer. Der hat jetzt 1,5 Sekunden wieder Vorsprung. Und es wird jetzt wahrscheinlich sogar wieder eher mehr. Da ist der nächste Zwischenfall. Nick hat da etwas aufholen können. Oh, schwer zu sehen. Ich müsste jetzt nochmal sehen. Ja, ich glaube auch nicht, dass da eine Berührung war. Nick hat eine Strafe bekommen. Und Rainer jetzt also in der letzten Kurve und gewinnt hier das Sprintrennen. Sehr, sehr starke Leistung. Sven wird Zweiter. Hier haben wir noch einen Zwischenfall jetzt.
ähnlich wie Sönke in der ersten Gruppe, im Rennen davor. Für den Markt da auch noch ein bisschen abgekürzt reingestellt, aber das Rennen ist sowieso vorbei jetzt. Also ja, Rainer gewinnt vor Sven. Nick wird noch Dritter, hat auch die schnellste Runde gefahren. Tobi auf 10, Marc auf 11 und Felix auf den 12. Platz. Ja, zweites Rennen, genau. Das steht nämlich jetzt noch an. Da wollten die ersten wohl schon weglaufen. Ja, die Pole Position in Anführungsstrichen hatte sich hier dann also Tobi geholt. Vor Sven. Nick und Marc sind in Reihe 2. Und Felix und Rainer in der letzten Reihe. Beziehungsweise hier sind wir aufgereiht. So wie eben. 2 Einführungsrunden. Rennbildschirm kommt gleich, keine Angst. Wurden etwas später aufgenommen. Und dann mal schauen, ob Tobi hier jetzt die Pole Position auch in einen Sieg ummünzen kann. Er hat es ja schon oft im Sprintrennen geschafft, dass er, als er da mal vorne stand, dann die Rennen zu gewinnen. Aber hier haben wir eben jetzt 10 Runden mehr. Oh, das war auch sehr knapp. Nick hinter Sven. Oh, geht er jetzt außen neben Sven und ist vorbei. Das war ein sehr schönes Manöver. Und jetzt ist er direkt hinter Tobi. Und da, ja, da kommt es, glaube ich, zur Berührung. Müssen wir einmal gucken. Ja, Sven ist gegen Nick gefahren. Da ist er eigentlich selbst schuld. Strafen werden hier jetzt nicht verteilt. Konnte wahrscheinlich die Rennleitung nicht so genau sehen. Oh, und da... Das war beim Wechseln. Nick wechselt rüber und kickt damit Marc raus. Also da muss er jetzt auf jeden Fall eine Strafe kriegen. Im Gegensatz zum Rennen davor, da hatte Nick ja Glück gehabt. Also Tobi führt aber weiterhin an, jetzt vor Marc. Also die beiden Apensinner auf den ersten beiden Plätzen. Werden wir hier den ersten Abflug von Felix haben in der letzten Kurve. Mit einer sehr schönen Eigenlackierung hier unterwegs, wie ich finde. Hat hier jetzt allerdings eine Strafe bekommen und wird damit erstmal wieder hinter Rainer fallen. Das ist jetzt auch schon passiert, ja. Marc ist auf jeden Fall dran an Tobi. Also da ist das Duell, ja, jetzt ist es auf jeden Fall doch vorbei. Ich wollte gerade sagen, das Duell ist noch nicht vorbei. Aber Marc fällt hier raus. Und das bedeutet Strafe. Und damit hat Tobi sich jetzt etwas Luft verschaffen können. Jetzt schon. Und Marc fährt aber ja auch noch rein, genau. Das heißt, neuer Zweiter ist jetzt Sven. Ähnlich wie im Rennen davor. Nur, dass da Rainer geführt hat und nicht Tobi. Werden wir hier den zweiten Fehler von Felix haben. In der letzten Kurve. Ist sind halt 3K1 Kurven, also es ist schon echt. Ist schwierig auf jeden Fall da. Rainer ist da jetzt auch eben reingefahren. Habe ich jetzt nicht gesehen, warum. Während Felix hier direkt nochmal rausfällt. Da wird der Besuch wenigstens sich auch lohnen. Ja, Rainer sitzt auch seine Strafe ab. Und damit müsste Felix jetzt gleich nochmal reinkommen. Nick ist jetzt gerade hinter Sven. Da geht es um Platz 2. Oh, ist wieder schön vorbeigegangen innen. Sehr, sehr sauber. Also Nick neuer Zweiter. Schönes Manöver. Tobi hat allerdings noch ein 2 Sekunden Polster. Das sind jetzt noch 13 Runden. Muss jetzt aber auch die ersten Fahrer überrunden. Jetzt erstmal an Felix. Ja, ist aber noch nicht ganz vorbei. Und da kam es da zur Berührung. Ja, doch, da kam es zur Berührung. Aber trotzdem bitter für Tobi, weil er verliert dadurch jetzt sehr viel Zeit. Felix hätte jetzt eigentlich auch in die Box fahren müssen. Müsste das jetzt machen, sonst kriegt er Rundenstrafe, wenn man das nämlich vergisst. Und da fällt Felix nochmal raus. Müsste jetzt schon 4 Strafen gesammelt haben. Gucken jetzt Tobi. Quatsch. Felix fährt nicht rein und jetzt hat er 3 Rundenstrafen, weil er 3 Boxengassenstrafen hatte. Gut, damit wird er keine Rolle mehr spielen. Jetzt fährt er trotzdem nochmal rein.
Das bringt natürlich nichts mehr. Und ja, Nick ist da rausgefallen. War ja schon vor Tobi. Jetzt hatte ich das gar nicht so genau beobachtet. Aber muss ja so gewesen sein. Also Nick war wohl kurzzeitig in Führung. Hat die aber jetzt direkt wieder verloren. Durch einen Fehler. Das heißt, Tobi hat sich die Führung zurückholen können. Ja, Felix ist jetzt nochmal reingefahren. Ja, das ist halt, wenn man neu ist, das weiß man nicht unbedingt, dass man halt jetzt einfach durchfahren kann, wenn man diese Rundenstrafen kriegt. Muss man nicht extra reinfahren. Ja, Felix fährt jetzt nochmal rein, aber jetzt sind seine Rundenstrafen auch alle um. Sven wird jetzt unter Druck gesetzt von Nick. Nick nach seiner Strafe auf dritten Platz zurückgefallen. Hat jetzt auch die Spur gewechselt, ist jetzt innen und geht vorbei. Ja, gutes Manöver. Ich glaube, da hat er ihn nicht berührt. Da war er nämlich schon zu weit genug vorne. Ja, genau. Das war Sven von selbst. Hoffe, das hat die Rennleitung auch so gesehen. Sieht so, ja. Sven hat jetzt keine Strafe bekommen. Da Kurve, der letzten Kurve. Felix nochmal rausgeflogen. Ja, weiß nicht, warum Sven da jetzt keine Strafe gekriegt hat, ehrlicherweise. Also ein paar Entscheidungen, die ich jetzt hier in der Analyse so nicht mitgehen würde. Boah, da war ein Wechsel, das war auch sehr knapp. Und jetzt gleich, Tobi ist jetzt in der letzten Runde. Haben wir jetzt noch eine Unterbrechung, weil Sven da hängen bleibt in der Box. Das heißt, Tobi hat jetzt noch eine halbe Sekunde Vorsprung. Nick kommt doch mal sehr dicht dran jetzt in der letzten Kurve. Aber Tobi gewinnt. Tobi gewinnt vor Nick. Auch wenn die Anzeige da oben was anderes anzeigt. Es war wirklich ein Fotofinish. Marc wird Dritter. Rainer wird Zehnter. Also Vierter im Rennen. Ja, Sven auf 11. Und Felix, der wird 12. Ja, schönes Rennen. Tobi hat sich den Sieg hier von dem Pol holen können. Also im Porsche Cup, da hat es Tobi oft mal drauf. Und wir sehen hier jetzt die Gesamtwertung. Stefan hat wirklich jetzt jedes Hauptrennen gewonnen. 111 Punkte, hat jetzt schon 40 Punkte Vorsprung fast. Auf meine Wenigkeit auf Platz 2 liegend. Andreas macht 3 Plätze gut durch seinen zweiten Platz. Ansonsten haben wir ein paar kleinere Verschiebungen. Frank und Nick haben jeweils 2 verloren. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es waren ja wieder spannende Rennen dabei. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Abonniert den Kanal, um die nächsten Rennen nicht zu verpassen, wenn es dann weitergeht mit der Saison. Bis dahin, ciao.